Backstage, backstage, backstage. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat noch vor der Sommerpause die AHVV, und wenn Sie jetzt nicht wissen, was das heißt, ich versuche es mal zu übersetzen, die Außerhausverpflegungsverordnung zur Vorlage gebracht, und der Bundesrat hat es bereits auch beschlossen. Intention, die damit verfolgt wird, ist recht einfach. Das Bundesministerium möchte gerne, dass die landwirtschaftliche Fläche, die heute durch Bioanbau bestimmt wird, von bummelig 11% auf 30% bis 2030 ansteigt. Ganz konkret heißt es in der Verordnung, dass Kantinen, Mensen und Co. freiwillig ihr Engagement für eine nachhaltige Landwirtschaft mittels eines Biologos zum Ausdruck bringen dürfen. Dieses ist überprüfbar und werblich einsetzbar. Bislang ist die Bio-Verordnung noch nicht in Kraft, so wirklich. Es ist angedacht vom Bundesministerium. Habe ich das so richtig mitbekommen in den Medien? Die Ergänzung für die Außerhausverpflegung ist noch nicht in Kraft, aber kommt, genau. Und Sie waren in der Vergangenheit für die Außerhausverpflegung verordnet in der EU-Öko-Verordnung, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Das Basisrecht ist die EU-Bio-Verordnung. Das gilt für alle Bioverarbeitungsschritte von Landwirtschaft bis Handel. Ja. Und da fällt und fiel auch die Außerhausverpflegung darunter. Was jetzt versucht wurde, ist einfach diesen Bereich gesondert zu regeln, um der Gastronomie und den Hotellerie und den Verpflegungsbetrieben die Möglichkeit zu geben, einfache Bio-Lebensmittel anzubieten. Ja, ich hatte es so verstanden, es gibt ein Wertungskriterium, das heißt, der Einkaufswert ist bestimmend. Es wird zukünftig die Regelung geben, Bronze, Silber, Gold. Ich habe verstanden, Bronze ist Einkaufswert 20 bis 49, Silber ist 50 bis 89 und Gold wäre dann 90 bis 100%. Ja. Und wir sind umsatzbasiert. Ja, das ist ein Wert, der dort eingesetzt wurde. Der Gedanke überhaupt, das zu skalieren, der ist jetzt nicht völlig neu. Den gab es schon bei Branchenregelungen und auch im Ausland. Das Motiv ist sehr gut aus meiner Sicht, einfach der Gastronomie einen niedrigschwelleren Eingang zu schaffen, nicht die gesamte Küche sozusagen mit allen Teilzutaten sofort auf Bio umzustellen, sondern dass man minimalinvasiv sozusagen beginnen kann und den Kunden erste Gerichte oder Teile im Bio anzubieten. Das war der Gedanke. Und dann ist man auf einen Wert eben für diese Skalierung gekommen. Warum brauchte es diese Verordnung? Warum hat die EU-Regelung allein nicht gereicht? Also wenn Sie eine Biokontrolle mal in einem Herstellungsbetrieb erleben, dann wird es schnell deutlich, dass das doch ein erheblicher Aufwand ist. Ja. Also die Lagerung, die Trennung muss gut organisiert sein. Und in einer Küche, in der nicht so strukturiert nach Produktionsplan in der Regel gearbeitet wird, wie in einem Herstellungsbetrieb, wo wir, keine Ahnung, 30 Artikel produzieren und dann Anzahl X Rohstoffe haben, gibt es eben einmal Pfeffer, einmal Salz, einmal irgendwelche Zutaten. Und das komplett zu dokumentieren, umzustellen, ist durchaus ein Aufwand, muss trainiert sein. Und davor haben viele Gastronomen in der Vergangenheit sich gescheut. Und wenn wir in Deutschland irgendwas machen, das betrifft auf diese Verordnung auch zu, dann wird die natürlich immer perfekt umgesetzt. Das heißt, das Ziel, da etwas zu entbürokratisieren und zu vereinfachen, das kann ich wirklich unterstützen. Und ich bin auch guter Hoffnung, dass das dann tatsächlich so kommen wird, wenn die Verordnung umgesetzt wird. Ja. Würden Sie mir zustimmen, dass die Anteile der Bio-Umsätze, Absätze, wenn wir jetzt gerade im Außerhausbereich uns die Zahlen anschauen, relativ gering sind im Verhältnis zu dem, was konventionell heute auf den Karten, in den Mensen, in den Restaurants ist? Absolut. Und wir sind eigentlich in Deutschland da nicht unbedingt das positive Beispiel. Ja. Also im skandinavischen Raum beispielsweise gibt es da sehr viel höhere Anteile bereits, eben weil das auch schon früher unterstützt wurde. Und da ist diese Frage, dass ich erstmal das erleichtern will für die Gastronomen, nur ein Teil. Eigentlich muss ich auch gleichzeitig noch versuchen, die Nachfrage zu erzeugen. Da können wir vielleicht auch nochmal später darüber sprechen. Aber im Augenblick ist das so. Es ist in Deutschland leider ein sehr geringer Teil immer noch nur mit ökologischen Lebensmitteln. Noch ergänzend zu dieser Verordnung, die einen Rechtsrahmen schafft, ist eben die Bearbeitung des Marktes. Ja. Wir haben die Situation, dass wir eine junge Zielgruppe haben, die, glaube ich, sehr bioaffin ist. Die Generation ihrer und meiner Kinder ist ja mit dem Motiv fast groß geworden, etwas Gutes für die Welt tun zu wollen. Das klingt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber ob es die Fridays for Future Situationen sind oder generell, dass meine Kinder überhaupt keine Autos mehr brauchen. Wo ich 18 war, war das wichtigste Thema für mich. Also wir haben eine andere Generation, die sich mit Nachhaltigkeit und Bio auseinandersetzt. Aber die zum Teil für Bio gar nicht mehr, also die gar nicht mehr Bio dafür als Begriff sehen, sondern die sagen, das Nachhaltigkeit, der CO2-Neutralität. Und ich glaube, es wäre wichtig, neben
einer Verordnung für die Gastronomen, die einen Rahmen schafft, auch diese Information, was eigentlich Bio ausmacht und dass ich mit einer Bioernährung nicht nur mich gesund ernähre, sondern ich einen Beitrag leisten kann für eine gesunde Umwelt und für eine gesunde Welt. Das würde mir fehlen und das fehlt mir auch immer noch von unserer Bundesregierung, wenngleich es auch für den Oktober angekündigt ist. Ja. Also eine Informationskampagne, warum tue ich nicht nur für mich was Gutes, wenn ich mich mit ökologischen Lebensmitteln ernähre, sondern möglicherweise auch für die gesamte Gesellschaft. Okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, klar adressierter Bildungsauftrag neben der Verordnung, die Absolut. Übrigens auf Freiwilligkeit setzt. Das hatte ich ja verstanden. Ja. Glauben Sie, Herr Swoboda, dass wenn ich eine Verordnung auf Freiwilligkeit ins Leben rufe, wenn die nicht hart mit monetären Anreizen untermauert ist, glauben Sie, dass eine solche Freiwilligkeit das ganze Thema zum Erfolg führt? Und ich würde sagen, ein Erfolg ist ja dann dadurch definiert, dass wir eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche hin zu Bio haben, dass wir die Bio-Sortimentsanteile innerhalb einer Speisekarte oder in einem Menüangebot in Mensen, Kitas etc. erhöhen. Glauben Sie, dass das vor dem Hinblick der aktuell fiskalischen Daten, das heißt, wir haben einen Steueranstieg, wir haben sinkendes frei verfügbares Einkommen etc. pp. Meinen Sie, das verzerrt schon wieder so die Diskussion, dass es ein Thema wird für wohlhabende Menschen, die es sich leisten können, können sich Bio leisten? Also wenn man guckt, welche Menschen Bio konsumieren, auch jetzt gerade in dieser Inflationszeit, dann sind das die jungen Studenten immer noch sehr stark. Ja. Wir haben auch gerade unser Alter, die dann eher mal konsumieren, weil sie schon irgendwo fängt es an zu zwicken und ich will was Gutes für mich tun. Aber das sieht man an den Zahlen. Aber die junge Generation, die möchte sich das sehr wohl leisten. Man sieht auch die Verschiebung durchaus ja im Handel, die man hat, dass Bio-Lebensmittel dann, um sie weiter konsumieren zu können, möglicherweise mit einem Wechsel der Einkaufsstätte verbunden ist. Ja. Also man kauft sie dann vielleicht etwas günstiger. Aber man lässt nicht ab von der Gewohnheit, Bio zu konsumieren. Und von der Warte glaube ich, ja, die Kundengruppe ist da und ist bereit. Wenn ich es zu stark mit Subventionen oder so mache, dann habe ich irgendwie Sorge, dass wir in die gleiche Situation kommen wie die Landwirtschaft. Ja. Also ich mache eigentlich eine Branche unfrei, wenn ich sie nur mit Subventionen ans Leben bringe oder erhalte. Das ist quasi die Gegenrede möglicherweise. Da berühren wir ein Thema, das ganz weit gezogen wird. Absolut, das ist ein politisches Thema. Ja. Was wir allerdings als Biobranche, und Sie haben mich ja vorhin auch als Vertreter der Biohersteller in Deutschland vorgestellt, wo wir wirklich politisch wirklich einen Schwerpunkt setzen, ist, dass man bestimmte Lebensmittelgruppen eigentlich unterstützen müsste, auch steuerlich, um einen Abverkauf erstmal anzuregen, um es in die breite Masse noch mehr zu bringen. Das sind für mich alles diese Lebensmittel und vor allem natürlich Bio in meiner Sicht, die auch wie soll ich sagen, in den Folgekosten unsere Gesellschaft nicht so stark schädigen. Und wenn man das sieht, welche Folgekosten natürlich wir mit unseren Lebensmitteln, die wir konsumieren, noch hervorrufen, dann gibt es auch gute Gründe zu sagen, ja, die Lebensmittel, die das nachweislich nicht tun, und das sind eben ökologische Lebensmittel allen voran, die kann man auch steuerlich unterstützen und damit natürlich auch die Marktnachfrage anregen. Das hielte ich für eine sinnvolle Ergänzung. Sie haben 3 Wünsche adressiert, einen Bildungsauftrag, vielleicht die steuerliche Komponente und vielleicht auch ein Stück weit Bewusstwertung auf der Konsumentenseite dahingehend, dass es nicht nur ein gesamtwirtschaftliches Thema ist, sondern für sich ganz persönlich. Für jeden ganz persönlich, ja, aber der Vorteil ist, wir brauchen das gar nicht nur mit Sinn aufzuladen, weil der Vorteil unserer Produkte ist, dass die auch noch schmecken. Backstage, backstage.